Das ist Tim Schäfer. Das ist Tim Schäfer. Jetzt kommt Tim Schäfer. Hey Leute! Heute erwartet euch natürlich nicht Tim Schäfer bei uns, dafür aber ein Titel, von dem die meisten schon mal was gehört haben, ihn aber wahrscheinlich selbst nie gespielt haben. Die Rede ist vom Double Fines Erstlingswerk Psychonauts mit Mastermind Tim Schäfer. Ich selbst muss zugeben, dass der Titel auch lange Zeit auf meiner Pile of Shame war. Aber wer kann denn von euch behaupten, dass er ihn überhaupt gespielt hat? Etwa du? Oder du? Oder du? Oder vielleicht du? Musst du wirklich jeden Witz kopieren? Hast du? Nein. Mittlerweile sind aber mehr als 10 Jahre ins Land gezogen und Crowdfunding sei Dank dürfen wir uns 2018 auf Psychonauts 2 freuen. Denn obwohl der erste Teil weiter in den Verkaufserwartungen zurückblieb, hat er über die Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut. Seit Februar gibt es sogar ein eigenes VR-Abenteuer in der Welt von Psychonauts. Also irgendwas muss ja dran sein an Double Fines verrücktem Abenteuer. In der Rolle des psychisch begabten Rasputins, von allen einfach nur Ras genannt, dringt ihr unerlaubt in das Sommerlager am Flüsterfelsen für Psychonauten ein. Hier werden alle Kinder mit übersinnlichen Fähigkeiten hingeschickt, um eine Ausbildung zum vollwertigen Agenten der Regierung zu durchlaufen. Da Ras wieder nach Hause geschickt werden soll, bleibt ihm allerdings nur wenig Zeit, um das Training zu absolvieren. Bald schon jedoch tut sich eine Verschwörung ungeahnten Ausmaßes auf. Und es ist eure Aufgabe, die Gehirne eurer Campkameraden zu retten. Obwohl das Sommerlager in der richtigen Welt spielt, heißt dies nicht, dass es hier normal zugeht. Wie in den späteren Level könnt ihr hier auch Gebrauch von euren Fähigkeiten machen und so an Gegenstände gelangen, die für Normalsterbliche nicht erreichbar wären. Im Laufe eures Abenteuers bekommt ihr verschiedene Fähigkeiten wie Pyromantie oder die allseits beliebte Telekinese, mit der sich Gegenstände bewegen lassen. Doch erst in den verschiedenen Psychen der unterschiedlichen Charaktere kommen eure Fähigkeiten wirklich zum Tragen. Zum Beispiel nutzt ihr als riesiger King Kong-Verschnitt einen psychischen Abwehrschild, um euch vor den Geschossen kleiner Miniaturpanzer zu schützen. An anderer Stelle macht ihr Gebrauch von euren Levitationskräften, um riesige Abgründe zu überwinden. Ihr merkt es vielleicht schon, die Ideen klingen im Grunde sehr cool, doch im Kern ist Psychonauts ein sehr klassisches Action-Adventure. Man rennt, springt, hangelt und gleitet durch die abwechslungsreich gestalteten Level. Die Psi-Fähigkeiten als solche setzen dabei allerdings kaum Akzente. Im Grunde genommen hat man diese Fertigkeiten in ähnlicher Form schon in anderen Spielen gesehen, was ja per se nicht schlecht ist. Jedoch fehlt Psychonauts in Bezug auf die Psi-Fähigkeiten eine gewisse Eigenständigkeit und so bekommt man ständig das Gefühl, alles schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Was Psychonauts jedoch vom Action-Adventure einheitsbrei abhebt, sind der sehr eigene Humor sowie die mitunter abgefahrenen Szenarien. Allein schon die Idee, ein Pfadfinder-Sommercamp zur Ausbildung telekinetisch begabter Agenten als Oberwelt darzustellen, demonstriert deutlich, dass es in der Welt von Psychonauts alles andere als gewöhnlich zugeht. Wirklich abgedreht wird es dann in den Köpfen der Charaktere. Und ihr erforscht nicht nur die geistigen Sphären von menschlichen Figuren. Auch die Psyche dieses knuddeligen Wesens steht auf eurem Programm. Mein Favorit ist aber der paranoide Geist dieses etwas merkwürdigen Wachmanns. Hier werdet ihr wirklich von nahezu allem beobachtet. Häuser, Mülleimer, Briefkästen und sogar Dekoflamingos haben ständig ein Auge auf euch. Mit Hilfe einer speziellen Fähigkeit seht ihr übrigens, wie euch die Umgebung wahrnimmt. Hinzu kommen verschiedene Perspektivspielereien sowie ein abgedrehter Levelaufbau. Et voilà, hier haben wir eins der besten Level, die ich seit langem mal wieder gespielt habe. Besonderes Lob verdient hier auch explizit das Art-Design, welches mich persönlich an Tim Burton-Klassiker wie Nightmare Before Christmas erinnert. Die verschiedenen Charaktere sind exzellent designt und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Darüber hinaus sind sie sowohl im Original als auch in der deutschen Version super vertont. So wird Ras beispielsweise von Sandra Schwittau vertont, die jeder als Bart aus den Simpsons kennt. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten und gerade technisch bekleckert sich der Titel leider nicht mit Ruhm. Schon zu seinem Release im Jahr 2005 war Psychonauts keine Augenweide. Ursprünglich sollte der Titel mal exklusiv zum Start der ersten Xbox erscheinen. Daraus wurde aber nichts. Und so erschien das Abenteuer für PC, Xbox und PS2. Grafik ist ja bekanntlich nicht alles und doch gibt es noch einige weitere Dinge, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Was mich zum Beispiel fast völlig in den Wahnsinn getrieben hat, ist das gefühlt endlose Tutorial. Andauernde Unterbrechungen, Erklärungen, die kein Mensch braucht. Wieso?
Gerade anfangs zieht die später recht spannende Geschichte nicht wirklich an. Das ist echt schade, denn habt ihr diesen Punkt erst einmal überwunden, entfaltet Psychonauts einen ungemeinen Sog. Es ist zwar nicht wirklich fordernd, aber mit jeder neu entdeckten Psyche zieht es euch immer weiter in die groteske Welt von Psychonauts. Diesen Monat haben wir übrigens ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Natürlich könnt ihr wie gehabt einen von 10 GOG-Keys zu unserem aktuellen Spiel des Monats gewinnen. Darüber hinaus verlosen wir eine von Tim Schäfer persönlich signierte Version von Psychonauts. Die gibt es natürlich nicht einfach nur so. Wir wollen den Poeten in euch wecken, deswegen schreibt hier in den Kommentarbereich ein Gedicht zu einem Tim Schäfer Spiel. Der oder diejenige, die das beste Gedicht schreibt, gewinnt den Hauptpreis. Teilnahmeschluss ist der 31.05.2017. Das beste Gedicht bekommt übrigens ein eigenes Video. Also bringt eure Gehirne zum Qualmen und schreibt euch die Finger wund.